Jörg and I are in Germany for a very short family visit, but we wanted to take this opportunity to show you a traditional German bakery. So this is Bäckerei Adelmann, and they are so kind and they will show us around, and we can't wait to show you more. Hello. So, jetzt können wir ganz normal Deutsch sprechen. Okay. Also, Gut, also mein Name ist Armin. Ich bin hier der verantwortliche Bäckermeister und Konditor. Wir machen das hier seit insgesamt 8 Jahren. Ich bin in einer Bäckerfamilie groß geworden, bin dann kurz auf Abwege gegangen. Ich habe dann Verwaltungsrecht studiert, habe das Studium auch beendet und bin dann irgendwann wieder zurück in den Bäckerberuf hinein. Ja. War dann auch lange Zeit im Ausland, habe als Boulanger et Pâtissier in Frankreich gearbeitet. Unser Sohn hat sich auch für das Bäckerhandwerk entschieden. Unser Herz schlägt dafür. Es ist immer ein Bäcker im Sichtbereich des Kunden, um ansprechbar zu sein. Wir wollen den Beruf des Bäckers einfach wieder sichtbar machen. Ja. Der Bäcker ist ja ein Beruf der Nacht, man sieht ihn gar nicht. Und wenn man mal überlegt, welchen Stellenwert der Bäcker eigentlich haben sollte, wir vertrauen ihm unsere Gesundheit an. Ja. Der Bäcker stellt ein Produkt des Lebens her. Wir essen das Produkt des Bäckers jeden Tag. Wir essen vielleicht nicht jeden Tag Käse oder nicht jeden Tag Wurst, aber ein Produkt des Bäckers, egal in welcher Form, ob das Brot ist, das Brötchen ist, das Baguette oder Knäckebrot ist, ne, oder Pain de Mie, spielt keine Rolle. Der Bäcker stellt die Produkte her, die wir jeden Tag zu uns nehmen. Und der Bäcker hat von daher sehr, sehr viel Verantwortung und wir wollen uns dem auch bewusst werden und deshalb haben wir den Bäcker aus der Nacht genommen in den Sichtbereich des Kunden. ach so, weil ich wollte gerade sagen, das sieht man, so habe ich das in Deutschland noch nicht Nein, gesehen. das ist eine andere Philosophie, die ist Das auch in ist Frankreich super. erwachsen. Wir Ja. backen hier auch mit den Techniken, die das Handwerk uns zur Verfügung stellt. Also Ja. wir haben einmal, kommt vielleicht nur mit, Ja. Oh, das riecht das gut. ist ein System aus Schweden. Hier wird in der Umluft gebacken, das heißt, die Luft verwirbelt sich immer und geht um das Brötchen herum. Das heißt, wir haben komplett eine Kruste um das Brötchen herum. Das ist eine Backtechnik. Die zweite Backtechnik, das sehen wir hier. Es wird gebacken auf Stein. Ja. Das heißt, die Hitze kommt von oben und von unten. Die Seitenteile bleiben schön weich, aber ich habe einen satten Boden und eine satte Oberkruste. Ja. Sehr gut geeignet für Brot und Baguette. Also ein Franzose würde Baguette nur auf der Etage. Niemals in diesem Ofen. So, und als drittes, um das Ganze zu vervollkommnen, wir wollen ja auch die Historie des Bäckers entsprechend bedienen. Adelmann brennt für Brot, brennen, das heißt natürlich Leidenschaft, aber es steht natürlich auch für Feuer. Ja. Und mit dem Feuer konnten wir unsere Ernährung quasi auch kultivieren. Ne? Also das war ein ganz, ganz wichtiger Entwicklungsschritt und es ist jetzt dann wieder dieses Backen mit Feuer ist in den Hintergrund getreten, weil man dort nur wenig backen kann und der Bäcker hat ja einen Auftrag, möglichst viele Menschen zu ernähren. Aber wir wollen wieder back to the roots. Ne? Das heißt, wir backen hier auf Holz. Ne? Das ist der Holzbackofen. So, ich will euch mal zeigen, da habe ich jetzt gestern drin gebacken. So, das ist jetzt die Asche aus dem Holzbackofen. So, und man sieht noch die Glutnester, sieht man hier noch. Ne? So. Und so das ist natürlich ein ganz typischer Brotofen. Selbst das Holz kommt hier aus den heimischen Wäldern. Also, aber es kühlt sehr schnell aus. Ich kann hier nur einmal drin backen. Und da sieht man, dass Produktivität hier nicht im Vordergrund steht. Ich kann einmal drin backen und habe dann ein paar Brote. Es geht auch darum, Traditionen zu bewahren, Traditionen nicht zu verlernen. Ja. Denn spätestens, wenn 2 Generationen diese Technik nicht mehr machen, spricht man von, es ist in Vergessenheit geraten. Ja? Und deshalb wollen wir uns hier dieser Tradition des Holzbackens auch noch bewahren. Arbeit immer hart in der Hitze, ein sehr, sehr anstrengender Beruf, aber ein sehr, sehr erfüllender Beruf. Wir stellen das Produkt des Lebens her, Brot, für einen Deutschen unverzichtbar und jeder, der in der Ferne war, ihr habt es glaube ich geschrieben, und der kommt zurück, der hat die Sehnsucht nach
nach deutschem Ja, Brot. ja. Guck, also wenn wir sind hier reingekommen, wir sehen das, da denkt man, oh. Guckt euch das hier mal an, Leute. Wir mögen es natürlich sehr, 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 sehr kräftig. Wir haben in Deutschland 3000 verschiedene Brotsorten. Also Ja. das ist unvorstellbar viel. Wie viele Brotsorten habt ihr hier im Geschäft? Ja. Also wir fokussieren uns hier auf das Wesentliche. Ja. Unsere Philosophie ist, wir bilden nur einen kleinen Bereich ab, aber das muss in einem absoluten Spitzenbereich Ja, sein. Ne? ja. Und so beginnt auch der Einkauf. Ne? Ja. Man wirbt heute oftmals mit Regionalität und mit Nachhaltigkeit. Das ist mit Sicherheit gut. Unsere Philosophie ist, ich brauche das beste Grundprodukt. Ja. So, und das beste Grundprodukt ist, es ist einmal so, das wächst nicht immer nur in der Heimat. Das wäre ja schön, wenn alles würde an einer Stelle wachsen, wäre es Paradies und jeder will dahin. Ja, Ne? ja. Zum Beispiel einen Champagnerroggen. Der Champagnerroggen darf nur in der Champagne angebaut. Champagnerroggen? Champagnerroggen, der wird nur in der Champagne angebaut, der darf sonst nirgends angebaut werden. Es ist ein Roggen mit sehr, sehr wenig Ertrag, der ja kurz nach den Nachkriegsjahren ist die Ernte dort oder die Aussaat ist eingestellt worden, wenn er wenig ertragreich ist. So, und nach dem Krieg ging es darum, eine hungrige Bevölkerung zu ernähren. Ne, man hatte Hunger und dieser Hunger musste gestillt werden, also konnte man mit Getreidesorten, die wenig Ertrag bringen, konnte man nicht viel anfangen. Gott sei Dank gab es dort auch kluge Menschen, die haben den Samen eingefroren und man hat ihn jetzt wieder zum Leben erweckt und ausgesät und es ist wirklich ein absolutes Spitzengetreide, wo man einen ganz anderen Geschmack wieder zaubern kann. So, und das sind die Herausforderungen, ne, hier was Neues zu entwickeln, immer auf der Suche nach dem besten Produkt. Die Butter beziehe ich für die Croissants. Ich habe gesagt, ich habe lange in Frankreich gearbeitet. Die Butter beziehe ich aus der Normandie. Einmal in der Woche bekommen wir eine Lieferung aus der Normandie. Was die Butter anbetrifft, das Mehl für die Croissants kommt ebenfalls aus der Normandie und aus der Bretagne. Und dann bekommen wir die Croissants, die wir uns wünschen, mit zu unseren Spitzenprodukten, die Baguette. Sie sind anders geschnitten, als ihr sie vielleicht kennt. Ja. Das hat auch einen Hintergrund. Ich schneide längs, damit wir einen schönen Ausbund haben. Denn das ist ja das Beste am Baguette, die Kruste. Dass da was ist. Ja, der Krustenanteil ist hier wesentlich höher durch den Längsschnitt, als wenn ich dann 2, 3 Querschnitte mache. Dort habe ich natürlich auch Krustenanteil, aber deutlich geringer. Das sieht schön aus. Ja. So, also Sieht das auch ist sehr immer- gut aus, muss es ich ist sagen. optisch, natürlich auch der Optik geschuldet, aber primär dem Geschmack. So this is what it looks like before it goes into the oven. Das Baguette ist in Leinen aufgezogen und wird in der Kühlung über 48 Stunden letztendlich gelagert. Was ist denn das? Das sind Kaffeeteilchen, Blätterteig mit Pudding, belgischen Schokostäbchen. Die Belgier sind sehr, sehr gut, was Schokolade angeht. Das stimmt. Ja. Und Butterstreusel. So. Genau. Da ist der hier immer im Himmel, wenn er das sieht. So. Die Brötchen, wir sind auch Liebhaber von kleinen Brötchen. Warum? Ein kleines Volumen bedeutet, die Kruste im Verhältnis zur Krume ist überdimensional. Und das ist das, was bei einem Brötchen schmeckt, die Kruste, Ja. das Äußere. Ja. Also kann ich kein Riesenbrötchen produzieren, was möglich wäre mittels Chemie. Ne, das ist die Größe, die die Natur uns hergibt. Hört man das? Oh ja. Der Bäcker ist auch gläubig. It smells so good in here. Das waren jetzt Brötchen aus Weizenmehl. Ja. Und jetzt backen wir noch Brötchen aus Roggenmehl aus. Also Ja. sogenannte Roggenbrötchen, aber Ja. auch Roggenbrötchen mit einem Körneranteil. Dort haben wir die Körner 24 Stunden eingeweicht in einer
Flüssigkeit, das kann Milch sein, das kann Buttermilch sein, das kann Wasser mit etwas Apfelessig sein, um auch Geschmackskulturen über die Flüssigkeit in das Brötchen hineinzubekommen und damit werden die Körner weich und bekömmlich und können besser auch vom Körper, vom Darm verarbeitet werden. Ja. Ne? Ja. Habt ihr auch 100%ige Roggensachen oder so? Habt ihr auch Haben wir auch, aber nicht in Form von Brötchen, das wäre nicht backfähig. mit Brot dann, ne? Ja, genau, in Form von Brot, da haben wir das. Brötchen, das würde man nicht essen wollen, die hätten kein Volumen. Ja. So. Also es wäre ein ganz, ganz flaches Brötchen, ne, also flundermäßig. So, das sind jetzt die Roggenbrötchen mit Körneranteil, wie ich es gerade erklärt habe. 3 verschiedene Körner. Ne. Zum einen Sesam, zum zweiten Leinsamen, zum dritten Sonnenblumenkerne. Und ihr kennt das vielleicht auch vom Salat. Wenn ich Sonnenblumenkerne und Pinienkerne und den Salat beigebe, röste ich sie dem Geschmack und dem Aroma wegen, der Röststoffe wegen. Genau dasselbe haben wir auch gemacht. Die Saaten, Körner, die im Inneren sind, die haben wir vorher angeröstet, damit wir auch den Geschmack in das Innere hineinbekommen. So, Oh ja. Brot gerade aus dem Ofen. Also es geht darum, immer eine schöne, satte Kruste zu bekommen. Ich erreiche hier durch ein großes Ausbacken eine bessere Frischhaltung. Frittiert, doppelt gebacken. Also einen verbesserten Geschmack durch das sogenannte Doppelbackverfahren. Ne? Das heißt, wir haben das angebacken auf eine Kerntemperatur von 95 Grad, abkühlen lassen. Das hier ist jetzt ein Roggenbrot. Das ist ein Weizenmischbrot. Weizenmischbrot. Ja, aber man sieht, dass ich mit der Kruste so spielen kann, dass es Ja. wirkt, als wäre es eine. Ne, aber Das die stimmt, Geschmacksstoffe kommen über die Kruste in das Brot hinein. So. Ja, das sind jetzt die kleinen Brötchen. Ne? Ja. Die hier. Die hier Ja. sind die. Auch. Ja. Auch das über die Vorteile 48 Stunden in der Kälte gelagert. Moin. Wie viele Punkte macht ihr am Tag? Ja, wie viel macht ihr denn am Tag ungefähr? Ja, es dürften so um die 200 Brote sein. Ja. Ja, und Brötchen, da müsste ich jetzt nachzählen. Ich habe sie gar nicht gezählt. Der Bäcker rechnet nicht in einzelnen Brötchen, sondern wir rechnen in sogenannten Brüchen. Ah, Ja. okay. Und die Brüche, ein Bruch sind 30 Teile hier. Ja. Ja, und ich musste jetzt mal sehen, wie viele Brüche ich vorgestern aufgeschrieben habe, was wir produzieren. Ich kann es jetzt aus dem Kopf gar nicht, ich Das kann es ist aus kein dem Kopf jetzt Problem. gar nicht sagen. Jede Menge auf jeden Fall. Ja, es sind so die Erfahrungswerte, die man hat. Was wir übrig haben, das haben wir übrig. Wir verkaufen auf nichts am nächsten Tag oder für den halben Preis. Wer hier zu uns kommt, der darf immer darauf vertrauen. Frisch gebacken, bestenfalls gerade soeben. Ja. Ja, Ne? genau. Und das riecht so gut. So, as you can see, Croissant, Brezel, Butterhörnchen. Vielen Dank. Then all the bread. I think us Germans really do like a dark whole grain bread. Yeah. Right? But also because we are close to the French border here, we do like a baguette or flute, so they're called flute here. And what we absolutely love. So you have a whole selection of bread and sweet Ja, Croissant. pasties. Yeah. Yeah. So this is what is also very typical in a German bakery. That's a German sandwich. Exactly, a German sandwich. And cake. I must say, the cakes here Ah, beautiful. do look amazing. Torten. Look at this. That's a work of art. Yes. And then also
So I didn't ask what kind of cake this is. I think I need to ask. So that's a Käsekuchen, Cheesecake, yeah. Kirschen, Cherry, Yeah. Rhubarb, Rhubarb, yeah. chocolate. Chocolate in German. Yeah, chocolate. Schokokranz, oder? That's an apple cake. Looks like an apple cake. I think that's Apple as well. Yeah, or butter crumble. You think? Yeah, butter crumble. I need to ask, but it does look incredible. So I can't really film it. What you can do here as well is you can stay, order a sandwich or cake Yeah. and have Coffee and tea. yeah, Kaffee und Coffee and Kuchen. tea. Coffee and Kuchen, yeah. Yeah. Gibt es denn ein Lieblingsbrot hier, wo die Leute am liebsten kaufen? Also wir haben vor circa einem halben Jahr ein Brot entwickelt. Ja. Das war, ja, unser Sohn hat eine Aufgabe bekommen, und zwar ist er mit der Meisterschule. Ja. Er soll ein Brot entwickeln, das die Heimat widerspiegelt. Ja. Also unsere Heimat Okay. hier. Ne? Das Gute muss auch in der Heimat direkt Ja. zu finden sein. Dann haben wir ein junges Ehepaar kennengelernt, das Landwirtschaft auch betreibt, im Nebenerwerb, mit der Tendenz, das stärker auszubauen. Und die bauen auf Äckern hier in Hüttersdorf einen Roggen an. Jetzt sind wir uns. Und das haben wir als Basiselement genommen, also ein Roggen aus Hüttersdorf. Ne? Ja. Also Luftlinie 600 Meter von hier angebaut, ne? Ohne jegliche Düngemittel, ne? So wie wir uns das eigentlich vorstellen. So. Und das war mal die Basis. Und das nennen wir unser Heimatbrot. Ja? Und das ist ein Brot, das es nur hier gibt. Okay. Nur hier. Das haben wir heute nicht, das haben wir morgen, also das haben wir gestern vorbereitet und das gibt es für den Samstag. Ne? Wir haben das nicht jeden Tag, wir haben das 3 bis 4 Mal in der Woche. Ah ja. Samstags haben wir es, heute haben wir es nicht, heute haben wir verschiedene Sachen. Okay. Wir haben immer so eine Art Brotfibel, Brotleitfaden, nicht jeden Tag dasselbe, also 100% Dinkelvollkorn wäre das zum Beispiel. Ja. Das ist ein 100%er. Wer hineinkommt, weiß vielleicht gar nicht, wie viel wir uns Gedanken machen über seine Ernährung. Aber wir haben auch sehr, sehr anspruchsvolle Kunden, die genau wissen, ne, was sie erwarten dürfen. Und ich werde dort als Fachmann schon sehr stark in Anspruch genommen dann. Apfel mit Streuseln. Oh, Gut, davon kriegen wir 2 Stücke. genau. Der hat gar keinen This is also very famous in Germany. Nussecken. Now, we just returned home to my parents' house, and we must say that was amazing, Yes. wasn't it? The love, yeah. This baker puts in his work. It's just, Yes. I mean, the baker, Yeah. der Bäcker, yeah, he really loves his job. he does. And a huge thanks to him because actually, I reached out to him, and to be honest, I didn't expect a reply. Yes, So- yes, he was an amazing guy. Yes. And the bakery is amazing. Yes. We always say whenever we are in Germany, and especially because we now live abroad, we always realize how much of a culture it Yeah. is. A I'd say- bakery. Bread is baked into our fabric. Yes, into our tissue Yeah. almost. So without further ado, we also want to show you what we bought. So this is what we bought. A wonderful bread. Yeah, it's a Whole whole grain bread. This is a kind of apple crumble. Yes. Yeah, it looks very French. It does because of the big slices, and we always say because the area I come from, Saarland, is so close to the French border, we have a huge French influence when it comes to certain foods. So this is very French inspired. And this is a German Nussecke. Yeah. So it's a kind of
nut-filled pastry. I don't know. Very German. Yes, Ooh, Jörg likes it. I love it. Yeah. We hope you like this video. It was a little bit different, Yes. but we wanted to show you something that is part of us. Yeah, very special to us. Very special. We asked for gluten-free bread. They do have gluten-free bread, just not today. No, They didn't have no. it today. So we might go back tomorrow, I don't know, to buy something. Let's see. We'll see. We hope you liked it, and as always, thank you so much for watching. I'll see you again very soon. Yeah. So, Yeah. until next time, Bye. 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 Lotta, komm mal her. Sitz. So. Ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Ist leer. So, ist leer. Ist nichts mehr da. Hush. Gibt nicht immer. Mein Schatz. Gibt nicht immer.